Hallo meine Freunde, hola Madridistas, nicht einmal gegen Talavera, nicht einmal gegen den Tabellenvorletzten in der dritten Liga können wir Madridistas einen entspannten Fußballabend genießen. Real Madrid gewinnt zwar 3:2 in Talavera und qualifiziert sich für das Achtelfinale des spanischen Pokals, aber da hören die guten Nachrichten auch schon auf. Real Madrid war wieder einmal kurz vor einer historischen Blamage. Und wir können uns bei Andrei Lunin und seiner Parade in der 93. Minute bedanken, dass wir gegen den Tabellenvorletzten der dritten Liga nicht in die Verlängerung mussten. Was ist bloß aus meinem Real Madrid geworden? Als Real Madrid gestern vor dem Spiel die Aufstellung bekannt gegeben hat, habe ich mir gedacht, Kylian Mbappé, warum spielt der? Und danach habe ich mir gedacht, wahrscheinlich möchte er den Rekord von Cristiano Ronaldo brechen. Ihm fehlt übrigens noch ein Tor. Aber inzwischen, nach dem Spiel, bin ich mir sicher, dass ein Kylian Mbappé 90 Minuten gegen Talavera spielen musste, weil wir das Spiel sonst nicht gewonnen hätten. Xabi Alonso weiß, dass dieses Real Madrid nicht in der Lage ist, ohne Kylian Mbappé einen Drittligisten zu besiegen. Real Madrid wurde die letzte Viertelstunde von diesem Drittligisten im eigenen 16er umkesselt. Und wir Madridista mussten das Spiel irgendwie über die Zeit retten. Gegen den Drittligisten. Mit einer unglaublichen Glanzparade von Andrei Lunin. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ja, bevor wir das Spiel analysieren, schauen wir uns die besagte Aufstellung aber mal an. Ja, wie ihr seht, Xabi Alonso hat fast das Beste aufgestellt, was er hatte. Der einzige Junge von Castilla, der spielen durfte, war David Jiménez. Ihr kennt es inzwischen, zur Einzelleistung der Spieler komme ich am Ende des Videos. So viel kann ich verraten, der Junge hat mir gefallen. Ja, ansonsten haben wir gespielt mit einem Dean Hausen und einem Alvaro Carreras in der Innenverteidigung und einem Fran Garcia. Ich möchte dazu nichts sagen, als linken Verteidiger. Im Mittelfeld Dani Ceballos, Arda Güler und Franco Mastantuono. Und vorne der Dreiersturm Gonzalo, Kylian Mbappé und Endrick. Ja, das ist die Aufstellung, die Real Madrid gewählt hat. Und ich bin ganz ehrlich, in den ersten 45 Minuten war ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Real Madrid hat Spaß gemacht, hat kombiniert, hat Torchancen kreiert, geflankt, von rechts nach links, den Ball laufen lassen, Positionen getauscht, flexibel. Ja, und der Torwart von Talavera, wie das oft gegen Real Madrid ist, hatte den Tag seines Lebens, hat unglaubliche Paraden gemacht. Aber es hat Spaß gemacht. Ein Endrick war sehr flexibel, hat einen Kylian Mbappé 2-3 Mal alleine aufs Tor geschickt. Ein Gonzalo, vielleicht nicht den glücklichsten Tag. Mbappé, Tore, wie man ihn kennt. Aber in den ersten 45 Minuten war ich sogar zufrieden, als es noch 0:0 stand. Denn das 1:0 kommt, glaube ich, erst in der 40. Minute, wenn ich mich nicht täusche, durch einen Elfmeter, der meiner Meinung nach keiner war, bin ich ganz ehrlich. Ja, und dann in der 45. Minute, Kylian Mbappé mit einer Einzelleistung, schlägt den Ball in die Mitte, Eigentor von Talavera. Das ist auch so ein Punkt. Real Madrid hat gegen Talavera 3:2 gewonnen, durch einen Elfmeter, der meiner Meinung nach keiner war, durch ein Eigentor und durch einen riesen Torwartpatzer von dem Torwart von Talavera. Die Chancenverwertung von Real Madrid ist seit Monaten absolut grausam. Ich erinnere mich an 2-3 Kopfbälle von Gonzalo, der Torwart wird angeköpft. Endrick schießt einen Verteidiger auf der Linie an und etliche Male war der Ball im 16er rundherum und Real Madrid kriegt es einfach nicht gebacken, die Tore zu machen, damit du endlich mal entspannt aus so einem Spiel rauskommen kannst. Ja, aber dann hast du das Schwerste gemacht, was es beim Fußball gibt. Du hast das erste Tor geschossen. Und dann sogar hinterher das zweite. Und wir alle haben gedacht, jetzt ist es eine Frage der Höhe. Talavera, eine Mannschaft aus der dritten Liga, kann natürlich nicht die Kräfte haben wie in Real Madrid. Real Madrid wird spielerisch immer stärker werden. Talavera wird immer müder werden, weil sie die Lücken zulaufen müssen. Das Spiel geht 5-6-7-0 aus. Das haben wir alle gedacht. Ja, und anscheinend haben das auch einige Spieler von Real Madrid gedacht. Denn in der zweiten Halbzeit das absolute Nichts. Die schlechteste Halbzeit von Real Madrid, an die ich mich seit Monaten erinnern kann.
Wir haben Glück, dass Talavera nicht vorher mutiger geworden ist. Real Madrid hat nichts mehr mit dem Ball gemacht. Eine Aktion noch von Endrick erinnere ich mich, wo der wieder einen Traumpass auf Kylian Mbappé spielt. Der lupft den am Tor vorbei. Aber Endrick, also wie gesagt, der war gestern schon sehr, sehr auffällig. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass der ausgeliehen wird. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, gleich. Ja, und dann das absolute Nichts. Und als Talavera irgendwann in der 70., 75. Minute gedacht hat, wir sind 2-0 am Verlieren, wir fliegen aus dem Pokal, lasst uns wenigstens gucken, was hier drin ist. Und als Talavera dann gedacht hat, komm, wir gehen einfach vorne drauf, da haben die kompletten Schwächen von Real Madrid aufgezeigt. Real Madrid ist nicht imstande, gegen einen Drittligisten 3 ordentliche Pässe am Stück zu spielen. Wir haben keine andere Lösung gehabt, als ständig lange Bälle von einem Dean Housen oder einem André Lunin nach vorne. Talavera hat uns an die Wand gespielt, mit ihren beschränkten Mitteln. Die haben nur gewollt. Das reicht gegen dieses Real Madrid. Real Madrid, die Niederlagen, die schlechte Verfassung, das hat starke Narben im Selbstvertrauen von unserer Mannschaft hinterlassen. Das hat man gestern gesehen. Unsere Mannschaft ist nicht imstande, sobald Widrigkeiten kommen, diese Probleme, diese Widrigkeiten zu lösen. Real Madrid fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Uns fehlt der Anführer, der die ganze Mannschaft mal zusammenschreit und als Leader vorausgeht. Es kann doch nicht sein, dass eine Drittligamannschaft in einer Viertelstunde 2 Tore gegen dich macht. Verdient. Und fast noch ein drittes, wenn André Lunin nicht eine unglaubliche Glanzparade macht. Dieses Real Madrid hat so viele Probleme, fußballerische Probleme, aber auch Einstellungsprobleme. Und Xabi Alonso hat mal wieder, und das sage ich jetzt bestimmt schon zum 10. Mal, mit jeder Einwechslung die Mannschaft schwächer gemacht. Du holst zunächst mal einen Mastantuono raus, bringst einen Rodrigo rein. Ein Mastantuono ist mit Sicherheit kein überragender Fußballer, oder zumindest ist er zurzeit nicht auf dem Niveau, auf dem wir das gerne hätten. Aber Rodrigo arbeitet nicht mit nach hinten. Und das hat man gestern gesehen. Dann wechselt er die 2 besten Männer auf dem Platz aus. Endrick und Arda Güler. Das waren die mit Abstand besten Männer auf dem Platz, neben einem Kylian Mbappé. Und der wechselt beide aus. Dann tut er einen Tchouaméni und einen Bellingham rein, die beide absolut keinen Bock hatten. Bellingham hat ja schon keine Lust, gegen Celta Vigo zu laufen. Woher soll der denn Lust haben, auf einmal gegen den Drittligisten zu laufen? Hat noch das 2:3 verschuldet. Und war, ja, ich glaube, seine ganzen Statistiken, seit er drin war, waren katastrophal. Ja, auf der einen Seite hat Real Madrid gefühlt keinen Spielplan. Du weißt nicht, wie die sich von hinten nach vorne kombinieren wollen. Dazu hat Real Madrid noch ein Glaskinn. Wie gesagt, sobald die erste Widrigkeit kommt, bricht diese Mannschaft in sich zusammen. Also wir haben ein mangelndes Selbstvertrauen, was ich von Real Madrid so nicht kenne. Real Madrid kannte man in ganz Europa dadurch, dass Real Madrid immer das Selbstverständnis hatte, wir gewinnen dieses Spiel sowieso. Also wenn es an einer Sache nicht gemangelt hat, dann am Selbstvertrauen. Ja, das zweite große Problem und das dritte große Problem ist die Qualität einiger Spieler, zu denen ich gleich noch komme. Ja, im Großen und Ganzen das nächste ernüchternde Spiel von Real Madrid, der nächste Tiefpunkt. Wir sind zwar weitergekommen, aber ein Xabi Alonso hat bei so einem Spiel mehr verloren, als er gewonnen hat. Und immer mehr Fragezeichen sind über unserem Trainer, ob er es schafft, diese Kabine so weit zu kriegen, dass sie seinen Fußball spielen. Ich persönlich glaube nicht mehr dran. Ja, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. André Lunin, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die mangelnde Spielzeit hat man ihm angemerkt. Trotzdem, bei den Gegentoren konnte er nichts machen. Den Freischuss hat er, glaube ich, sogar noch kurz berührt. Der Nachschuss war dann unhaltbar. Und André Lunin hat das gemacht, was er machen musste. Der hat uns in der 93. Minute gerettet. Also im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit André Lunin. David Jiménez, tolles Spiel. Dieser Junge hat mir noch besser gefallen als Victor Valdepeñas. Sehr viel offensive Momente, oft schlaue Pässe in die Mitte, flache Pässe. Hat 2-3 Mal eine große Torchance für Real Madrid vorbereitet. Also hat mir gefallen. Dean Housen und Álvaro Carreras, es kann nicht wahr sein, wie sehr dieses Real Madrid unter Flanken leidet.
Dienhausen ist fast 2 Meter groß und trotzdem ist gefühlt jede Flanke in unseren 16er ein Albtraum. Ein Alvaro Carreras, ja, den verheizt du als Innenverteidiger, anstatt dass du da einen Joan Martinez aufstellst oder was auch immer, verheizt du da einen Alvaro Carreras und lässt dafür dann einen Fran Garcia als linken Verteidiger spielen. Und ich muss es jetzt so sagen, Fran Garcia ist der schlechteste linke Verteidiger, den ich persönlich jemals bei Real Madrid gesehen habe. Und wir hatten schlechte linke Verteidiger, seit ich Real Madrid gucke. Ich erinnere mich an einen Raúl Bravo etc. Es gab einige, aber Fran Garcia hat mit einem Elite-Fußballer nichts zu tun. Zumindest nicht bei Real Madrid. Das Gegentor, das erste Gegentor, um Himmels Willen. Simple Abwehrmechanismen kennt der nicht. Der lässt sich schon im Drittligisten schwindelig spielen. Also, es gibt keinen Grund, wenn es nach mir geht, dass ein Fran Garcia nicht noch in dieser Winterpause verkauft wird. Es ist ja Horror. Ja, dann im Mittelfeld ein Franco Mastantuono, ja, der war lange verletzt. Ne? Da hat man gemerkt, der fehlende Spielrhythmus, der war ganz okay. Aber das ist bei weitem nicht das, was wir von einem Franco Mastantuono sehen wollen. Dani Ceballos, etwas unauffällig. Ich hätte mir gegen eine Mannschaft wie Talavera viel mehr Leistung erhofft. Ja, also kein gutes Spiel von Dani Ceballos. Ja, und dann kommen wir meiner Meinung nach zum Spieler des Spiels, Arda Güler. Also es hat eine Freude gemacht, ihn wieder Fußball spielen zu sehen. Das ist auch eine sehr gute Nachricht für den Madridismo. Arda Güler kommt jetzt gerade von so 3-4 Wochen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und gestern schien er endlich wieder der Alte zu sein. Ich erinnere mich an 2-3 Seitenwechsel auf den Kylian Mbappé. Die kommen wie gemalt. Einmal ein Pass in die Mitte, wo Kylian Mbappé den mit der Picke nicht mehr ganz bekommt. Dann hat er 2 Freistöße geschossen. Boah. Beide unglaublich, also ein richtig tolles Spiel von Arda Güler. Das ist neben dem Ergebnis noch die beste Nachricht am gestrigen Abend. Ja, und hoffen wir mal, dass er jetzt seine gute Leistung in die Liga mit rübernimmt. Denn diese Mannschaft braucht Arda Güler, das hat man gestern wieder gesehen. Vorne im Sturm, ja, fangen wir erstmal mit der schlechtesten Nachricht an. Gonzalo hat zurzeit nicht die beste Phase, hat mir nicht gefallen. Der ackert. Aber gegen den Drittligisten musste einfach viel mehr kommen. Als Mittelstürmer hast du es natürlich oftmals auch ein bisschen schwer. Du musst gefüttert werden. Aber es kamen gestern Flanken rechts und links reingeflogen. Und es wäre schön, wenn er mal nicht den Torwart anköpft oder am Tor vorbeiköpft, sondern wenn er den Ball reinmacht. Kein guter Abend von Gonzalo. Ja, und dann kommen wir zu dem Spieler, der neben Arda Güler für mich der Beste auf dem Platz war. Endrick. Warum um Himmels Willen verleihen wir diesen Spieler? Was hat dieser Spieler bitte einem Carlo Ancelotti und einem Xabi Alonso angetan? Wieso kriegt er so wenig Chancen? Was für ein belebendes Element. Energie, Spritzigkeit, Zweikämpfe. Der hat nicht aufgehört zu kämpfen. Und wenn der den Ball am Fuß hatte, was da rauskam, war auch noch Weltklasse. In der ersten Halbzeit ein Außenrisspass auf Kylian Mbappé, der komplett alleine vom Tor ist. Und ich dachte schon, wow, was ist das für ein Pass? Und in der zweiten Halbzeit macht er einen Steckpass. Den unterschreibt ihr im Sinne den Zidane. Schickt einen Mbappé alleine aufs Tor, der lupft ihn da drüber. Ja, und man hat auch gemerkt, als ein Endrick weg war, ja, fehlte Real Madrid diese Energie. Wenn die Ausleihe mit Lyon noch irgendwie gecancelt werden kann, wäre ich dafür, dass wir die canceln. Für mich müsste er jedes Spiel über den rechten Flügel spielen. Also Wahnsinn. Ja, und Kylian Mbappé, ja, ganz ehrlich, auch wenn sich das seltsam anhört, der hat das Gefühl mir vermittelt, dass der von allen am wenigsten Bock hat. Aber ein Kylian Mbappé ist so gut, dass selbst wenn er keinen Bock hat, der noch 2 Tore macht und ein drittes einleitet. Also dieses Real Madrid ist abhängig von dem Franzosen und das ist eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was wir mal machen, wenn er verletzt wäre. Ja, also, und dann noch zu den Auswechselspielern, muss ich sagen, keiner hat mir gefallen. Ich habe mich gefreut für den Cestero, dass er sein Debüt geben konnte, aber auch er, ja, die ganze Mannschaft hat nicht funktioniert. Wie soll der Junge da funktionieren? Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni. Ich glaube, ich habe mit Tchouaméni und Bellingham noch nie so verloren gesehen. Die haben jeden Zweikampf verloren. Gegen Drittligisten. Ja, dieses Real Madrid hat ganz, ganz viele Baustellen. Dieses Real Madrid lässt uns Madridistas inzwischen seit 1,5 Jahren leiden. Und ich kann nur hoffen, dass ein Florentino Perez, dass ein Juni Calafat, dass vielleicht ein Xabi Alonso eine Lösung findet. Denn so kann es nicht weitergehen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt, was ihr zu der Leistung von unserer Mannschaft zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video,
teilt dieses Video und lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid.